Herzlich willkommen zur Lied Lounge zum Geburtstag von Hugo Wolf. Ich freue mich sehr, dass Sie nach dem Konzertstream nun den Weg hier in die Lied Lounge gefunden haben und heiße Sie herzlich willkommen, wenn wir jetzt gleich hier noch ein wenig Hugo Wolf feiern werden und ein bisschen die Faszination und Besonderheit seines Werks durchleuchten wollen. Und dazu heiße ich ganz herzlich meine Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer dieser heutigen Lied Lounge willkommen. Kerstin Mörk, Susan Youens und Marcelo Amaral. Einen schönen guten Abend, very warm welcome, schön, dass ihr da seid. Ich stelle euch ganz kurz vor, bevor wir dann ein bisschen, wie gesagt, über Hugo Wolf und sein Werk sprechen werden. Zuallererst Kerstin Mörk, die wir gerade schon im Konzert bewundern durften und die uns gemeinsam mit Mirella Hagen und André Morsch musikalisch und Tobias Truniger in der Moderation einen wunderbaren Hugo Wolf-Abend geschenkt hat. Kerstin, schön, dass du da bist. Du bist der Hugo-Wolf-Akademie schon seit vielen, vielen Jahren als Pianistin eng verbunden, hast in Stuttgart studiert, bist auch Preisträgerin eines Sonderpreises für Klavierbegleitung des internationalen Wettbewerbs für Liedkunst, den die Hugo-Wolf-Akademie alle 2 Jahre ausrichtet. Hast schon viele wunderbare Konzerte, zum Teil auch auf sehr spezielle Programmwünsche unserer Akademie in Stuttgart und Region gestaltet. Und es war eine große Freude, dich jetzt endlich auch einmal in unserer Reihe Der ganze Hugo Wolf willkommen heißen zu dürfen. Du bist hier heute auch ein bisschen stellvertretend für die Künstlerinnen und Künstler des Konzerts, das wir eben erleben durften. Mirella Hagen und André Morsch haben leider keine Zeit, was eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen ist, denn in hoffentlich bald nach Corona-Zeiten haben die beiden wieder was zu tun. Mirella steht, glaube ich, soweit ich weiß, heute Abend sogar auf der Bühne und André Morsch ist auf dem Weg nach Basel, wo er im Engagement ist. Also wir grüßen die beiden von dieser Stelle ganz herzlich, freuen uns aber umso mehr, dass du es einrichten konntest, hier dabei zu sein und gleich mit uns vor allem ein bisschen über das Programm zu sprechen, das wir eben hören durften. Dann Marcelo Amaral, Professor für Liedgestaltung an der Musikhochschule in Nürnberg, der Hugo-Wolf-Akademie mindestens ebenso lang verbunden wie Kerstin. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange und arbeiten sehr eng miteinander. Marcelo ist auch Mitglied im künstlerischen Beirat der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie, hat viele fantastische Liederabende bei uns gestaltet und ist so ein bisschen, der Kopf hinter der Reihe, der ganze Hugo Wolf. Von ihm stammen diese großartigen Programme. Darüber werden wir gleich sprechen und vor allen Dingen auch darüber, dass Susan Youens nicht ganz unbeteiligt war an dieser Reihe und an der besonderen Programmierung. Und ich freue mich ganz besonders, dass die Leitung nach South Bend, Indiana in den USA auch steht und dass wir Susan Youens hier in dieser Reihe begrüßen dürfen. Eine ganz wunderbare amerikanische Musikwissenschaftlerin, weltweit gerühmt und berühmt für ihre Arbeiten zu Franz Schubert und Hugo Wolf. Im deutschsprachigen Raum noch zu wenig bekannt, weil es ihre Werke nicht auf Deutsch gibt. Aber da hoffen wir, dass wir auch ein bisschen Abhilfe schaffen können. Sie hat für sämtliche Programmhefte dieser Reihe, der ganze Hugo Wolf, wunderbare Essays geschrieben, die es eben jetzt auch eben im Deutsch zu lesen gibt. Ein kleiner erster Schritt, sie hier bekannter zu machen. Sie hat lange an der Notre Dame University in South Bend, Indiana, gelehrt. Sie ist ein Honorary Member, also ein Ehrenmitglied der American Musicology Society, eine Ehrung, die nur jenen Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftlern zuteil wird, die sehr lange mit dieser Akademie verbunden sind und die wirklich Substanzielles zur Musikwissenschaft dort beigetragen haben. Sie ist eine Musikwissenschaftlerin, die zahlreiche Künstlerinnen und Künstler berät und beraten hat bei der Programmgestaltung, eine unglaublich wichtige Figur in diesem Bereich in den USA und wie gesagt auch für uns, für die Hugo-Wolf-Akademie unschätzbar geworden. Diese Verbindung verdanken wir Marcelo Amaral und da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Susan, a very warm welcome. I'm so happy that you are here and that we finally at least can meet virtually and I hope that we will find a way to meet in person as well as soon as possible.
Yeah, this is our round for tonight, and wir wollen heute, we want to celebrate. We celebrate Hugo Wolf's birthday tonight. And am 13. März 1860 ist Hugo Wolf geboren worden, und auch wenn es kein runder Geburtstag ist, so ist für uns doch jeder 13. März ein Grund zu feiern. Und wir freuen uns sehr, dass wir dieses mit so einem wunderbaren Programm und so einem wunderbaren Konzert tun konnten, wie dem, das wir gerade gehört haben. Und damit also, ja, möchte ich mit Kerstin Mörk beginnen, der Pianistin, die diese rund 20 Lieder des heutigen Konzerts gespielt hat und die sich hier auf ein Programm eingelassen hat, das wir vorgegeben haben. Ein Programm in unserer Reihe Der ganze Hugo Wolf. Es war schon das 11. Programm, das wir hier realisiert haben und das durchaus ein paar Anläufe gebraucht hat. Denn eigentlich war das Konzert mal geplant für den April 2020. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Ich glaube, der erste Austausch über dieses Programm stammt noch aus dem Frühjahr 2019. Also wir haben einen ganz schön langen Weg mit diesem Programm hinter uns. Es wurde dann verschoben ins Frühjahr 2021 und konnte dann endlich am 5. November 2021 im Hospitalhof Stuttgart in der Form, wie wir es eben gesehen haben, realisiert werden. Kerstin, wie war es nun für dich nach einer letztendlich so langen Warteschleife, dieses Konzert endlich realisieren zu können, nachdem du vermutlich 2019 irgendwann mal dich angefangen hast, mit diesem Programm zu beschäftigen und es dann immer wieder weglegen musstest? Ja, wie ist es, wenn man das dann endlich aufführen kann? Ja, also für mich war das natürlich ein Riesenglück, dieses Programm überhaupt in der Zeit vor Publikum spielen zu dürfen. Wir haben ja bis zur letzten Sekunde eigentlich dann noch gezittert. Ich glaube, kurz danach gab es dann wieder einen Lockdown. Und also ich finde, dieses Programm braucht einfach Publikum und ich bin da sehr, sehr dankbar dafür. Wir haben, glaube ich, mal zwischendrin auch überlegt, das online zu streamen ohne Publikum, aber ich finde, diese Lieder, die leben so von diesem Humor und von dieser Lebendigkeit und die brauchen unbedingt eine Reaktion. Ja, und gleichzeitig war es natürlich irgendwie auch eine Chance. Also wenn man das jetzt positiv sehen will, dann diese lange Reifezeit war für uns jetzt schon auch eigentlich ganz angenehm, weil das Programm war ja eigentlich im Frühjahr 2020 fertig und konnte sich dann so ganz langsam, man hat es immer mal wieder so in die Hand genommen, aber konnte sich einfach setzen und reifen und es waren ja viele neue Lieder dabei und ich habe das jetzt gar nicht als so unangenehm empfunden, diese Zeit zu haben. Aber ja, vielen Dank nochmal, dass wir da immer wieder dran blieben und den Termin immer wieder verschieben konnten. Und also das war echt ein großes Glück, da dann mit den Menschen im Raum zu sitzen und das spielen zu Ja. können. Ja, es ist ja letztendlich auch uns eine absolute Herzensangelegenheit, diese Reihe. Vielleicht einfach nochmal, bevor wir nachher noch im Detail darauf eingehen, dann im Gespräch mit Susan und Marcel. Seit 2016 beschäftigt uns der ganze Hugo Wolf und wie gesagt, jetzt hat das 11. Programm stattgefunden. Kurioserweise hat davor das 12. Programm stattgefunden. Das ist dann wirklich durch Corona möglich, dass sozusagen die 12 die 11 überholt. Aber wir haben jetzt auch mit diesem Konzert schon über 250 Lieder von Hugo Wolf aufgeführt und da einfach auch von meiner Seite der große Dank an euch Künstlerinnen und Künstler, die unseren, wie gesagt, zum Teil dann auch speziellen Programmwünschen, du hast es gerade selbst gesagt, es waren viele neue Lieder für euch dabei, ähm, dass ihr diesen mit so einer Offenheit begegnet, wenn wir neben wirklich bekannten Schlagern von Hugo Wolf, wie auch kleine Dinge können uns entzücken, was euch sicherlich nicht neu war, aber auch sehr unbekanntes Repertoire, was zum Teil ja kaum aufgeführt wurde bislang aus dem Nachlass Hugo Wolfs im Programm verlangen. Da wäre dann auch die Frage an dich, ja, welche besonderen Herausforderungen jetzt speziell dieses Programm für dich gestellt hat, aber letztendlich aus pianistischer Sicht auch, ja, was die Lieder von Hugo Wolf für Herausforderungen bergen, aber was sie für dich auch so besonders machen. Ja, also herausfordernd war zunächst schon mal, dass es viele unbekannte Lieder waren und einfach wenig geläufig für mich. Man denkt ja immer, man hat schon einiges gespielt, aber es gibt dann doch immer noch was zu entdecken bei Hugo Wolf. Ist sehr überraschend. Der André hat genau das Gleiche gesagt. Der hat ja kurzfristig zugesagt, der ist ja eingesprungen.
Und der dachte, ja, klar, Hugo Wolf habe ich drauf, aber dann war, glaube ich, fast alles neu für ihn. Und das war schon Innerhalb eine von Herausforderung. 2 oder 3 Wochen waren es dann sogar nur, ne? Also der ist wirklich ganz Ja, kurzfristig. Ja. aber er hat so einen fantastischen Zugang zu dieser Musik und zu diesem Humor und das irgendwie, das hat gleich, da springt gleich der Funke über. Also von daher, das hat großen Spaß gemacht mit ihm dann. Genau, die andere Herausforderung an dem Programm selber fand ich eigentlich, dass so die Gruppierungen, also vor allem die erste Gruppe mit den gekrönten Häuptern, waren einfach viele recht ähnliche Lieder, so große Fortissimo, dann akkordische Lieder, dann diese Goethe-Texte und das alles auf einem Haufen zu haben und dann noch zu schauen, irgendwie für jedes Lied einen individuellen Charakter zu finden, das war schon eine Herausforderung und da haben wir uns auch bemüht und uns waren am Anfang auch ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert. Aber letztendlich ist das halt einfach der Beweis für seine äh, fast lyrische Vergötterung für Wagner. Und in dem Zusammenhang der ganze Hugo Wolf, finde ich, passt dann schon, so eine Gruppe zu machen. Und ja, lieber Marcelo, vielen Dank für die letzte Gruppe. Also du hättest mir nicht begegnen wollen in der Vorbereitung, in den letzten 2 Wochen vor dem Konzert. Also das war schon, ja, also es hat Spaß gemacht, aber es war natürlich in dem Programm wie so ein Wetterumschwung, der dann in Skolie plötzlich in einem Tornado gipfelte. Also es hat irgendwie funktioniert, aber ich war am Anfang schon sehr skeptisch und habe auch noch mal überlegt, ob man was vielleicht umstellt und so, aber es hat dann wahnsinnig Spaß gemacht. Also es hat irgendwie funktioniert, weil jedes Lied so aufeinander aufgebaut hat und sich wieder weiterentwickelt hat und es dann eben am Schluss diesen fulminanten Höhepunkt gab. Also ja, das würde ich wieder so machen. Und Sehr gut. Da was hast war du da noch schon eine mal Frage? Na Ja. ja, gut, letztendlich, was für Herausforderungen waren speziell bei diesem Programm, aber Hugo Wolf beschäftigt und begleitet dich als Komponist ja nun auch nicht erst seit 2019 oder seit unserer Anfrage, sondern wie gesagt, auch den Wettbewerb mitgemacht und letztendlich dich schon davor natürlich wieder und auch intensiv mit Hugo Wolf beschäftigt. Vielleicht nicht so mit den unbekannteren oder mit den wenig aufgeführten Werken, aber hattest auf jeden Fall vorher schon ein großes Repertoire an Hugo Wolf-Liedern, was so generell die Faszination dieses Komponisten für dich ist oder wie du den Weg zu ihm gefunden hast. Also ich glaube, mein allererstes Hugo Wolf-Lied im Studium, da war ich blutjung, war tatsächlich das Mausfallensprüchlein. Und es war so schön, weil es hat mir die Augen geöffnet, wie wichtig eigentlich der Klavierpart ist im Lied. Und Mhm. bei Hugo Wolf, also er spielt einfach mit diesen Klavierstimmen so wahnsinnig, er vertont diese Bilder so präzise und genau mit einer immensen Vorstellungskraft. Und ich finde, er hat das Lied damit eigentlich auf eine neue Ebene gehoben. Und dadurch, dass man alle paar Takte eigentlich die Farbe ändern muss, dass er das so verlangt in seiner Struktur, in seinem Schreiben, das ist für mich der Unterschied zu zum Beispiel Schumann-Lieder, die ich wahnsinnig liebe, aber wo eigentlich ein Lied meistens eine Farbe hat und bei Hugo Wolf hat ein Lied einfach 10 verschiedene Farben und das ist die Herausforderung und das ist also irgendwie auch, ich sehe ihn als mein Lehrmeister eigentlich für die Gattung Lied und für das Lied, für die Liedbegleitung. Ja, dann habe ich natürlich mit Mirella viel, ja, haben wir ja auch auf unserer gemeinsamen CD einen ganzen Block mit Hugo Wolf-Liedern. Also er begleitet uns schon lange. Diese CD ist auch aus der Wettbewerbsvorbereitung und Teilnahme dann entstanden. Also natürlich kamen wir oft in Berührung mit ihm und es gehört irgendwie immer dazu für uns. Und wir fühlen uns auch mit seiner Musik, mit seinem Temperament ja, gut aufgehoben. Und ich soll übrigens liebe Grüße sagen von Mirella. Ich habe ganz kurz telefoniert. Sie ist in Versailles und wahrscheinlich gerade am Abschminken von ihrer Vorstellung. Und Genau, sie sie hat bedauert die es sehr, dass sie Morgana nicht weiß. Alcina gesungen. Genau.
Ja, kann Genau. man nur sagen, Ja. das ist nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. Das können wir ja gerne irgendwann noch mal wiederholen. Ebenso wie wir natürlich hoffen, dass ihr euch als, Liedduo, das es ja schon wirklich sehr lange gibt und auch hoffentlich noch lange weitergeben wird, einfach noch mal dann mit Hugo Wolf und anderen, wunderbaren Liedern in Konzerten erleben werden. Von daher danke für die lieben Grüße. Wie gesagt, sehr gerne zurück. Und ja, ich finde einfach, ihr seid ein wahnsinnig gut aufeinander angespieltes Duo. Die Lieder passen auch sehr, sehr gut zu Mirellas Stimme. Und bei André ist es ja nun nicht so, dass ihr ein eingespieltes Duo wart. Ihr habt vorher einmal auch in einem Konzert von uns zusammengeschmissen, zusammen auf der Bühne gestanden, aber sonst eben nicht. Und es hat aber nicht weniger gut funktioniert. Also von daher vielen, vielen Dank nochmal auch für Danke. nicht nur für die Offenheit im Programm, sondern auch eben so spontan zu sein, sich dann eben auf einen anderen Sänger einzulassen. Das war ganz wunderbar. Und ja, jetzt würde ich einfach die Runde dann weiter öffnen. Vielen Dank, Kerstin. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Aber nun the question to Susan Youens as well. We know you as a renowned and celebrated musicologist and author of wonderful books on Franz Schubert, but also and especially on Hugo Wolf. How did you come across this composer, and what is the fascination thing that attracts you to Hugo Wolf so especially? First of all, thank you so much for inviting me and for allowing me to speak in English. My Yes, of German, course. I'm afraid, has an execrable Texas accent, so I'm a little sensitive Be about wonderful, speaking. but no problem. I came both to Wolf and to Lieder in general a bit late because I'm older than God and because musicology was really the study of medieval and Renaissance music when I was in my youth. I started out of 16th century French polyphonic chanson. And then I decided I was much more in love with Fauré and Debussy than I was with minor French composers whose music I frankly found boring. Then, when I was 30 years old and I had escaped from graduate school, I went to a concert of Schubert's Winterreise with Hermann Prey and Gerald Moore. And I was Okay. completely undone by the experience. I think my DNA was altered by it. After that, I never looked back. I just made a right turn into the study of Lieder. And the fact that I had a poetry loving scholar grandfather who taught me to love poetry when I was very young also added to the attraction of this whole field. To love Schubert, I think, means coming to love Wolf very shortly thereafter. And again, it was a fabulous performance that made me take a deep dive for 40 years now into Wolf songs. In St. Louis, when I was in my early 30s, I heard Ellie Ameling and Dalton Baldwin in an entire program of Wolf Mörk songs, and once again was just transported by how marvelous it was, by how unique that musical world is. I remember that they performed An einer Eelshofer, Auf eine Christblume 1 and 2, Im Frühling, Auf ein altes Bild, and quite a few others, but it was those songs that made me run, not walk, to find out everything I could about Mörk,
about Wolf's music and about both men, the context surrounding both of them. And I think that what drew me to Wolf was my love of complexity. I am magnetically drawn to them, to myriad nuances, and to Wolf's completely idiosyncratic meld of post-Wagnerian radicalism with the forms and conventions that he inherited from Schubert, Schumann, and Liszt. What attracts most people, I think, to Lieder in general, as well as to specific repertories, is that the real estate, the space, may be limited, but the depths are bottomless, at least in the best songs. In song composition, you try to compress as many nuances, as much meaning as possible into a small space. And for anyone who loves poetry, who loves language, song is irresistible. Now, the two arts thus brought together can be wonderfully in sync, or they can deliberately disagree with each other. You can take a poet or a previous composer to the woodshed in your music, give them a spanking. I love it when both Schubert and Wolf disagree with their chosen poetic text and tell you so in the music. It's just fascinating. In fact, the whole relationship between words and music in the best Lieder is one of infinite possibility and infinite fascination. Once Wolf came into his own at age 28, he chose profound poetic repertoires from the past. He wasn't intimidated by truly great poetry. And the verbal beauty, the formal structures, the imagery, the conceptual depths of a Mörk or an Eichendorff or Goethe all require that the reader reach out and engage with such beauty, power, pain, rapture, and more. And Wolf is so vivid. His musical character portraits are so detailed. He remade humor in music for the world after Bayreuth. I love it when his angry muse in Zur Warnung, who is dictating drivel to him, well, Wolf turns that drivel into a kindergarten version of the introduction to Beethoven's Ninth Symphony. It's hysterically funny. Yeah. And it tells you that poetry can be translated directly into music. It becomes about music. So every musical gesture in Wolf both points to something really precise in the poetry and adds to the vocabulary of late 19th century music, all in the service of life's truths. This is what Wolf described as Wahrheit bis zur Grausamkeit in Mörk's poetry. And he turned those truths into music. For example, and I'll shut up after this, the first thing that we hear in An einer Eelsharfe, which I just love,
is the singer's G sharp clashing with the A in the arpeggiated F sharp minor chord in the piano. Just above it, the clash is direct. That single minor harmony and that one stabbing dissonance makes us understand intuitively that this song will be about the deepest pain, the deepest truth that's in all of life, and that truth is death. Someone with the imagination to conceive that, I think, deserves everyone's utmost awe and love. And that, for me, is Hugo Wolf. That's fantastic. Thank you so much, Susan. I think that's a fantastic summary and so full of empathy, which you kind of described the work of Hugo Wolf. That's kind of, yeah, thank you so much for this, yeah, bringing it on the point about Hugo Wolf's complexity, about the several lines he has to different poets, of course, yeah, Wagnerism. So there are so many things in these little songs, just on the spot. So and you really formulated it wonderfully. Thank you so much. But maybe all what you described is also one of the point which makes it really difficult for Hugo Wolf and nowadays concert live, because not all people are ready to this complexity. But I think if they read what you write and talk about Hugo Wolf, it makes it much easier to find kind of the key to Hugo Wolf's songs. So thank you very much. And yeah, I now want to get Marcelo in with us, because we owe him that we actually met, Susan and me. Marcelo was so it's a beautiful picture. Marcelo now below us and kind of, yeah, combining us. Holding us up. Exactly. Yes, right. Because Marcelo, you know Susan Youens for quite a long time. So maybe, first of all, you want to tell us how you met Susan and what you kind of have for history together. And then afterwards, we can talk about Der ganze Hugo Wolf, of course, and the idea behind this series. So, Well, where did you? First of all, I would like to say that I do have a kind of joy of putting people that I love very much together with one another. So, of course, there was a reason of bringing you both together. And I think that my history with Susan has been incredibly significant for me, because even though there has been a lot of silence between the time I have met Susan for the first time when I was at the University of Indiana, and was through one of her doctorate students, Lisa Feuerzeug, that was doing some doctorate work with Susan, and I read some things about Susan, and it was the first time that I sort of knew about Susan Youens at the University of Notre Dame. But at that time, we didn't actually get to really have anything to do with each other. I saw Susan, I met Susan through Lisa on one very brief occasion, and I think I even played a little recital with a violinist at the University in Notre Dame, where Susan was present, and we spoke to each other briefly. But our connection really got established many years after, when I had already left, actually, Indiana, and I had already done my master's in Cleveland, and I moved to Germany and had the first opportunity to go back to the US, which I did then 5 years in a row at the Ravinia Festival. And the very first year I was asked to go to the Ravinia Festival, Susan was one of the teachers. And in that very year, there was an amazing program which Susan was responsible for, which was a recital designed around Mörk Hugo-Wolf songs.
And so we all got the opportunity to actually work on the songs, pianists and singers, together with Susan. We had lessons with Susan. And it was sort of like a kind of love that you couldn't stop. I have never felt so infatuated from someone like I felt with Susan. Because when people speak passionately about something and they have a great deal of dedication and depth and knowledge, but above all, a very genuine affection for something, you can't help but sort of feeling the same way they feel about the very thing. And what is wonderful about the way how Susan writes for me, even though she's one of the most knowledgeable, most articulate, most virtuosically intellectual people I know, I always felt that somehow when she wrote something about music, I felt an irresistible desire to listen to what she is talking about. And I think that's the most beautiful way to write about music, when you instigate on the person who is reading something about music, the desire to listen to that music, to get to know that music. And for me, that was like a gift beyond words. Somehow, her ways of describing music was music itself for me. And I knew that it was like that for her because, of course, when we were having lessons with her, everything turned into music. She couldn't help. And it was a really wonderful experience. And I was always following, and I felt very humbled by the fact that there were various prominent musicians who were working with Susan and who were consulting with her. And it took, of course, a great deal of courage and time to feel that I could allow myself to take that step. Of course, nowadays, knowing Susan, I'm sure Susan would just say, "You child, you should have spoken to me all your life." So, but of course, her generosity and has been an incredible thing and an experience that I always am trying to hold on to it. Yeah, I certainly want to have more Susan in my life than I possibly could or I'm allowed to. But the experience with the Hugo series has been a tremendous opportunity to reconnect with her, and she has been an enormous inspiration for me in the process of creating this series. Ja, also ich wechsle ganz kurz mal ins Deutsche, weil wie gesagt, jetzt würde ich tatsächlich gerne noch auf unsere Reihe, auf deine Reihe, Marcelo, zu sprechen kommen. Alles klar. Du bist schon seit vielen Jahren auch in der Hugo-Wolf-Akademie im künstlerischen Beirat engagiert und wir beide arbeiten wirklich sehr, sehr eng zusammen, was die Planung und Programmierung der Konzerte und der Saison anbelangt. Und ja, ich weiß gar nicht, wer von uns beiden die Schnapsidee hatte oder wir beide zusammen. Auf jeden Fall haben wir gesagt, wir müssen einmal alle Lieder von Hugo Wolf aufführen, was ja eigentlich naheliegend ist. Wenn man Hugo-Wolf-Akademie heißt, dann sollte man das auch tun. Und ich bin nach wie vor absolut überzeugt davon, dass das ein ganz wichtiger Auftrag ist, den wir haben und dass das auch die richtige Entscheidung war, dass es viel Arbeit werden würde und vor allen Dingen auch für dich, Marcelo, sehr viel Arbeit war uns klar, vielleicht nicht die Ausmaße, wie sie wirklich sind, aber wir haben es geahnt. Und wir haben also tatsächlich 2016 dieses Mammutprojekt begonnen, der ganze Hugo Wolf, mit dem Ziel, am Ende dieser Reihe, und das Ende dämmert jetzt sozusagen am Horizont und wir hoffen schon, dass wir ungefähr in einem Jahr, im Frühjahr 2023, die Reihe werden abschließen können, dass wir dann sagen können, wir haben so gut wie alle Lieder von Hugo Wolf einmal in dieser Reihe aufgeführt. Sämtliche Konzerte der Reihe wurden aufgezeichnet, sodass auch alle Lieder dokumentiert sind. Und wir versuchen, die und nach wie in einer kleinen Videomediathek bei uns auf der Webseite zu präsentieren, dass man einmal, wenn es alles fertig ist, einen Gesamtüberblick über dieses gigantische Liedwerk von Hugo Wolf hat. Und immerhin, das hatte ich ja schon eingangs gesagt, sind wir jetzt mit diesem Konzert, der ganze Hugo Wolf 11, das wir gerade gehört haben, schon bei 250 von den gut 300 Liedern angekommen. Also ich sage, die Zielgerade ist erreicht.
Und da einfach nur der große Dank, dass du diese wunderbaren Programme von 1 bis 12 und 13, 14 sind ja im Werden, die werden jetzt im Sommer stattfinden, dass du diese Arbeit geleistet hast, irgendwie nächtelang über sämtliche Noten von Hugo Wolf auf deinem Boden ausgebreitet sitzend und einfach zu überlegen, wie kann man Liedgruppen zusammenstellen. Und yeah, at this point, I want to switch back in English because this is the very important point. Susan comes into the game again because, of course, we could have done the programs, the concerts, like it's kind of common in grouping Mörk songs and good songs and doing the Italian songbook and the Spanish songbook and kind of, yeah, performing the songs like Hugo Wolf printed or published them in his books, in the songbooks, grouped on the poets he kind of composed. But you, Marcelo, had another idea, and I think you were inspired by Susan at this point, saying, no, we kind of mix all of his books and all of the poets in different groups and giving these groups a theme. So there have been kind of lullabies. We had this tonight, or kind of a group with dancing songs. We had nature, we had spring songs and passion songs and a lot of big themes, which were the kind of idea. And you grouped songs from different times and different books of Hugo Wolf under these themes. So this was an idea inspired by Susan, is that right? In many ways, because there was one little program that I saw for a very long time ago, which was a recital that Hugo Wolf did himself, where he grouped songs from different books, from different poets in the same evening. And I thought, if in spite of the fact that he himself didn't want to throw things out, apparently, and I remember talking to Susan about this, in a way, I asked Susan for permission, if it would be totally sacrilegious to do that or not. And Susan was very encouraging, because I know Susan, she's in this situation, she's a childlike enthusiast and also a very guidant pedagogue who is saying, go ahead, try to make this work in some ways, and gave me also inspiration to go through that challenge. And was a bit also inspired on the program we did at Ravinia, because Susan did pair the entire Mörk under specific character songs, humor songs, the fantasy songs. So she sort of grouped things in a way which was very coherent, and it had its own fantasy also. And I remember very much how beautiful I thought that program was, and the way how Mörk songs were presented instead of just in their order. And I never forgot that program. And I thought, wouldn't it be beautiful to do not only that with Mörk songs, but to do that with everything that he wrote. So when we thought about doing a complete Hugo Wolf, in a way, I also wanted the public to experience the kind of fearlessness that I feel towards Hugo Wolf's music. Because, of course, as a musician, I'm incredibly in love and drawn to his music. And I don't think that his music should be avoided or feared in any way. So I thought this also has a kind of, how do you say, there is a kind of statement by trying to bring the listener who is reading about a grouping of songs to a world of imagination, of atmospheres, of characterization of songs and texts that could be very interesting for them. And of course, within these groups, there are contradictions sometimes, there are contracts, there are texts speaking to each other. And it's a challenge all of its own, both musically and poetically and structurally. It's like dear Kirsten was saying, you know, then of course in this last program I made a very difficult last group of songs, and I was quite aware that I could not trust any pianist but her to do something like that.
Wolf, you almost cannot avoid running into some major musical or pianistic challenges. Yeah, you can only try to delay that challenge, but it will come and will knock you over the head sooner or later. And there is something wonderful about sort of, dive into those waters instead of avoiding to do it. So, yeah. But Ja, yeah, choose for a nochmal. major is Yeah, I think it's really the good thing about these groups and kind of combining songs from different books and times was that yeah, we can do a group and putting in auch kleine Dinge können uns entzücken, which is one of the most famous songs, and An, a Lenau song, which actually was Hugo Wolf composed when he was 17 years old, which is in his Nachlass and which is absolutely unknown. So that was a big, yeah, advantage of these kind of grouping songs. You can just put the Schlager and the most Mhm. famous ones, the really unknown, and that might make it easier for the audience as well to listen and to get to know new songs actually. And maybe so to slowly come to an end, I'll just get Kerstin into the picture again, so that we can kind of have a group, a last round together. Yeah, maybe talking about what can we do to make, yeah, Hugo Wolf more known. What can we to bring people to his work? And ja, und vielleicht, um das wieder in einer kleinen Mischung aus Englisch und Deutsch zu sagen, was würdet ihr euch noch wünschen für Hugo Wolf heute zum Geburtstag? So what is your birthday wish for Hugo Wolf and his work? Not only to be performed, of course, but ja, wie kann man sein Werk noch Leuten oder dem Publikum näher bringen, das ja vielleicht manchmal auch etwas ja, vorsichtig ist, wenn Hugo Wolf auf dem Programm steht. So, yeah, maybe the last birthday wishes round with all of you. So, any idea? Who wants to speak first? Who wants? Wer Well, möchte zuerst was sagen? Yeah, of course. because I believe so strongly that once you begin to take a deep dive into any Hugo Wolf song, you will be caught as in some kind of golden net where you just want to remain in that realm and learn everything you can about it. I really want my fellow and sister musicologists to join forces with performers in, I don't know, lecture recitals where you explain a little bit, at least, about the marvelous Swiss clock workings of this music. Oh, look at this detail and look at that detail and this one and that one. And when you put it all together, it creates this marvelous whole. So that's my form of street corner evangelism on Wolf's part. And I'd like to see more of it if I possibly could. Vielen Dank. Eine schöne Idee. Also letztendlich die Konzerte der Reihe, der ganze Hugo Wolf, wurden moderiert. So it's not a musicologist, but at least we had kind of some moderation in the concert, so that might be a first step. Aber die Idee, dass Musikwissenschaft und Künstler stärker miteinander arbeiten, finde ich ganz wunderbar, weil das tatsächlich, also vor allen Dingen auch in Deutschland, doch immer noch sehr getrennt. Deshalb thank you so much for this wonderful, inspiring idea. Und natürlich kann ich auch nur allen empfehlen, ja, die wundervollen Texte von Susan Youens zu den Liedern von Hugo Wolf zu lesen, weil wie Marcello auch schon sagte, die Neugier dann, die Musik zu hören zu diesen wunderbaren Texten ist einfach enorm. Auch das ist eine wunderbare, ja, Vorbereitung oder ein Weg, Hugo Wolf sich selbst zu erschließen. Aber ja, die beiden Pianisten noch in der Runde, die
geplagten Pianisten von den schwierigen Klaviersätzen von Hugo Wolf. Vielleicht auch noch ein Satz. Ja, was können wir tun? Hugo Wolf natürlich aufführen, aber ja, wie können wir unsere Begeisterung für Hugo Wolf noch weiter verbreiten? Also ich denke einfach, I'm sure it's been. Oh, no I problem. was just going to say, Go for I'm it. sure it's been the experience of everybody who comes to your concerts that they go away wanting to know more Wolf. We hope. Ja. Also Kerstin. die Kraft liegt ja eigentlich in der eigenen Begeisterung. Also solange man selbst immer wieder begeistert ist von allen Anforderungen, die er an uns stellt als Interpreten, als Pianisten, wenn man sich dem immer wieder ausliefert und wirklich schaut, was hat er da reingeschrieben, wie funktioniert es zusammen mit den Texten, in welchem Zusammenhang, wie ging es ihm dabei? Er war ja wirklich eine sehr zwiegespaltene Persönlichkeit. Also wenn man das immer wieder nimmt und versucht auf der Bühne zu übertragen, raus aus dem Flügel zu bringen, raus aus dem Körper, dann glaube ich, ist es das, was man als Interpret jetzt tun kann. Also ich glaube, die eigene Begeisterung dafür ist das Wichtigste. Und ich denke auch die Reihe jetzt, die ihr da jetzt zusammen konzipiert habt, das ist ja schon ein wunderbares Geburtstagsgeschenk für ihn und eine späte Befriedigung vielleicht für sein eigenes Schaffen. Ja, er war ja selber auch oft am Zweifeln. Das wollen wir hoffen, ja. Also Marcello. ich hoffe, ich kann nur natürlich die Worte von Kerstin noch einen Schritt weiternehmen. Dass ich glaube schon, dass wir als Interpreter und Musiker mit einer großen Liebe, mit einer großen Widmung und mit einer sehr großen Kompromisslosigkeit an seine Musik herangehen sollten und dürfen und können. Das ist mit Sicherheit einer der besten Schritt, die wir für seine Musik machen können, dass man auch sozusagen diese Musik auf das Podium so bringt, wie sie hingehört. Ja, dass man so alles tut, diese Musik auf so ein hohes Niveau zu präsentiert, um umso mehr zu unterstreichen, wie viele Schönheit, wie viele Großartigkeit in dieser Musik, wie viele Tiefe in dieser Musik steckt. Ja. Und auf jeden Fall wünsche ich mir, dass diesen Jahren, diese Widmung, diesen vielen Stunden mit seiner Musik ein Stückchen einer Ehrung zu ihm, weil er wird unserem musikalischen Leben immer begleiten. He will be part of my life for sure, until the very end. And I certainly hope that having spent these last few years very focused on his music, on his work, on his compositions, on his wonderful taste for poetry, is a little way of paying homage to a composer that continues to mean a great deal, not only to me, but to many, many musicians. And hopefully, like Kirsten said, this love, this affection will also be something that the audience and the listeners can pick up a bit. Ja. That would be my wish. Ja, also dann danke ich sehr für diese Runde. I thank you so much for joining us here and for talking about Hugo Wolf. Und ich kann einfach nur hoffen, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer neugierig bleiben oder neugierig geworden sind auf noch mehr von Hugo Wolf. In Konzerten wird es das geben in Stuttgart Anfang Juni und Anfang Juli. Wie gesagt, mit den Programmen 13 und 14 der Reihe Der ganze Hugo Wolf. Aber natürlich bleibt das Konzert auf der Liedbühne noch online und viele, viele andere Lieder von Hugo Wolf finden sich schon in der Mediathek von der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie auf www.ihwa.de. Wir werden also alles tun, um diesem Komponisten natürlich weiterhin verschiedenste Plattformen zu bieten und ja, die rasant fortschreitende Digitalisierung der letzten 2 Jahre ist dahingehend vielleicht auch eine Chance, ihn rund um den Globus präsentieren zu können. Und Marcello, dich erleben wir demnächst in Stuttgart
nicht mit Hugo Wolf, aber du wagst dich auch an ein anderes monumentales Werk, nämlich an den Taucher von Franz Schubert und an Löwe-Balladen am 30. März. Da freuen wir uns auch schon sehr darauf mit Konstantin Krimmel. Und genau, von daher ein sehr großer Dank an euch alle, an die wunderbare Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Reihe Der ganze Hugo Wolf. Und ja, ein bisschen wehmütig wird man schon, wenn das Ende schon so ein bisschen am Horizont dämmert, wie ich vorhin sagte. Aber wie du auch sagtest, Marcelo, Hugo Wolf wird uns natürlich auch darüber hinaus noch begleiten. Und ich glaube, wir können dann doch ein bisschen stolz und auch sehr glücklich und zufrieden darauf zurückblicken, was wir in dieser Reihe geschaffen haben und ja, was wir Hugo Wolf hoffentlich zu dessen Freude dort bereiten konnten. Jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag in Indiana. So have a nice day. It's lunchtime right now. Wir sind hier schon am Abend angekommen und gehen bald in eine neue Woche. Ich danke euch sehr, sehr herzlich und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Susan, it was absolutely a big pleasure to finally see you at least and to talk to you on this way. And we'll keep contact. You just wrote 2 more wonderful essays on the next programs. I love them. And I will be happy to translate them so that people here in Germany can read this as well. Thank you very much. Have a nice day and evening. Macht es gut, bleibt gesund und auf ganz bald. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch alle. Danke. Ja. Bye and happy birthday, Hugo Wolf.